Das ist die Speerspitze der Nutzlast bei Unimog und wir sind zusammen mit dem Andreas Helget. Er ist Spezialist für Unimog, kommt aus Franken, aus Kronach. Da muss ich sagen, habe ich ja einen Bezug zu, meine Frau kommt aus Lichtenfels. Das ist nicht weit weg, genau. Also, da kann man noch günstig ins Gasthaus gehen, man kriegt ein ordentliches Bier. Genussland Oberfranken, da gibt es alles, was das Herz begehrt. Vom Unimog bis zum guten Schweinebraten. Und dem Herrgott muss man danken. Ja, für Franken. Für echt? Nur für Franken? Für Oberfranken. Das wollte ich ja wissen. Bier und Oberfranken. So, Abenteuer Allrad. Wir sind am 22. Oktober 2021 hier. Schönes Wetter. Es hat gestürmt gestern. Ja, gestern musste leider die Messe geschlossen bleiben aufgrund vom doch recht heftigen Sturm hier auf der Höhe. Und dafür kommen heute die Leute umso, glaube ich, lieber. Großen Andrang heute, alles perfekt, Sonne scheint. So, jetzt mal eine Frage. Ihr verkauft jetzt nicht die normalen C-Klassen, S-Klassen, G-Klassen, sondern ihr seid Spezialist für Unimog oder ihr verkauft auch PKWs? Nein, wir verkaufen nur die Unimog-Fahrzeuge. Nur Unimogs? Ja, ausschließlich. So, das heißt, ihr könnt auch servitieren, Fahrzeuge, die älter sind? Das musst du wiederholen, wenn ich nicht ganz verstanden. Ihr könnt Fahrzeuge reparieren, die älter sind, servitieren? Natürlich, ja. Service gehört immer dazu, sonst verkauft man auch. Ich rede immer so geschwollen, ja. Das ist dann servitieren. Ja. In Franken reden die Leute, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, das muss ich dazu sagen. Und sie können auch was, denn ganz viele Zubehörlieferer kommen aus Franken, muss man sagen. Und natürlich Wohnmobilhersteller, zum Beispiel Morelo. Ja, ist alles Franken. Concorde. Ja, Franken. Phoenix. Franken. Und natürlich ganz wichtig. Franken. Ja, so ist es. Ja, was heißt Spezialist? Ich könnte mir jetzt so ein Fahrzeug überall kaufen. Warum bei euch? Die Fahrzeuge brauchen doch einiges an Konfigurationen, Sonderausstattungen, die wir für den Einsatzzweck, zum Beispiel Fernreise, eben an den Fahrzeugen erst nachrüsten oder Zubehör dazu bauen. Erst dann wird aus dem Fahrzeug wirklich ein Nutzfahrzeug, das ich einsetzen kann. Engineering, das heißt, ihr seid ja zugelassener Partner von Mercedes-Benz. Kriegt die Fahrzeuge direkt von Mercedes? Ja, natürlich. Und dann gibt es noch das Engineering dazu, sprich unsere Entwicklungen an dem Fahrzeug, um die Sache rund zu machen. So, ich kläre mich mal auf. Das ist ein U5023. Was kann der? Das ist die von der Nutzlast der größte Baureihe von Unimog, der 5000er, auch mit 230 PS und hier noch als Chassis, ohne Aufbau, ohne Zubehör. Müssten wir uns vielleicht mal nach hinten wenden, einmal ans nächste Fahrzeug, dann sieht man, was so ein Fahrzeug zusätzlich noch bekommen kann. Andreas, du hast richtig gesträubt, du hast gesagt, film ihn nicht zu sehr, der hat noch keinen Aufbau, aber wir wollen gerade das mal zeigen, denn dieses Fahrzeug, wir waren ja entsprechend bei Letech, die machen ja die Portalachsen, G-Modell, der hat serienmäßig Portalachsen? Der Unimog hat wie immer serienmäßig Portalachsen, es gibt es nicht ohne. Und was wir hier sehen, ist der Motor, sitzt unter dem Fahrerhaus. So, der hat auch einen Namen, der Motor, wie heißt er? Der heißt OM934. Ha, du weißt alles. Ich versuch's. OM934. So, der hat permanenten Allrad? Nein, die Fahrgestelle haben zuschaltbaren Allrad. Da geht man den recht simplen Weg und zuverlässigen Weg. Die Firma Helget baut es dann zum Beispiel aber auch auf Kundenwunsch auf permanenten Allradantrieb um. Das ist jetzt ein Lagerfahrzeug, was ihr da habt. Messepreis 99.000 € zuzüglich Mehrwertsteuer an gewerbliche Abnehmer. Jawohl. So, ansonsten natürlich könnt ihr die rund 120.000 € rechnen. Das ist ein ordentlicher Preis für so ein Auto, aber die werden gebraucht, habe ich gesehen, 3 Jahre alt, 4 Jahre alt, 80.000 €. Man kriegt sie auch gar nicht so schnell. Nein, die Unimogs sind durchaus gesuchte Gebrauchtfahrzeuge. Gerade in dem Fernreisesektor braucht man bestimmte Ausstattungen, ein längerer Radstand, andere Achsübersetzung. Und das ist wirklich ein Zubehör beim Unimog, was rar ist. Und damit steigen auch die Preise für die Gebrauchtfahrzeuge. So, wir gucken mal gerade da drunter, Portalachsen hinten und vorne. Was ist eine Portalachse? Genau, wenn du das mal gerade der Shenandoah erklärst mit der Sendung mit der Maus. Ja, die Sendung mit der Maus würde die Portalachse ganz einfach erklären. Die Achsmittelrohr, das Achsmittelrohr ist höher als das Rad, als der Radmittelpunkt. Und damit habe ich mehr Bodenfreiheit und kann zum Beispiel locker über große Steine hinwegfahren. Unterbodenschutz? Braucht es hier nicht. Braucht's nicht, das ist ordentlich. Ist alles so massiv, da geht nichts kaputt. Okay, das heißt also auch Rost und so ist im Prinzip, das macht dem Auto nichts, das ist oberflächlich. Da habe ich dich jetzt leider falsch verstanden, denn Unterbodenschutz, das ist das Wachs, was man hier auf den Achsen sieht, das ist gegen den Rost. Der Unterfahrschutz, wo ich gedacht hatte, den du suchst, der gibt es hier am Fahrzeug nicht. Ja, es ist oft so, dass die Leute, die dann entsprechend abgeben, die werden dann nochmal behandelt. Das könnt ihr auch anbieten, oder? Wenn einer so super duper Unterbodenschutz haben möchte? Natürlich, Rostschutz und so weiter machen wir natürlich nachträglich auf die Fahrzeuge. Andreas, komm mal mit. Das ist wahrscheinlich die Bremse?
Ein Druckluftbehälter für die Bremse, ja. Die Bremse, das Ganze mal 2. Der hat Scheibenbremsen? Ja, rundum Scheibenbremsen. Rundum Scheibenbremsen. Was, glaube ich, ganz wichtig ist, denn viele ältere Fahrzeuge haben noch Trommelbremsen. Gerade bei Durchfahrten könnte es dann passieren, dass die zuschlammen ein bisschen und dann natürlich entsprechend schnell verschleißen. Das ist bei Scheibenbremsen einfacher. Sowas gibt es hier beim Unimog nicht. Genau aus dem Grund, dass das eben nicht verdreckt und verschlammt. So, das heißt, das war auch schon von Beginn an so. Du kennst die Historie von Unimog? Der Unimog hat seit, jetzt müsste ich es aufs Jahr genau sagen, 1973 keine Trommelbremsen mehr. Also sehr früh hat der Unimog auf Scheibenbremsen umgestellt. So, der hat Sperren überall. So, und Sperren, ganz wichtig. Automatik gibt es hier nicht, man muss die manuell zuschalten? Die Sperren werden manuell zugeschaltet, richtig. Das ist das Chemiewerk? Jawohl, Abgasnachbehandlung. Gesetzgeber fordert bei uns Euro 6 Abgasnormen und die erfüllen wir mit dem Unimog locker. Locker, das heißt, du könntest in Stuttgart vor der Wilhelma parken? Ja. So ist es. Das ist AdBlue. Ich zeig mal gerade. Das ist natürlich, ich liebe die Unimogs. Das ist irgendwie so, die sind komplett made in Germany? Komplett. Komplett. Ja. Unimogs werden, wie vorhin schon erzählt, in Wörth, das ist bei Karlsruhe gebaut. Und in einem Sonderbereich vom Daimlerwerk, die dort auch LKW fertigen, aber der Unimog hat seine eigene kleine Abteilung Band. So, da sieht man, es ist zwar jetzt nicht von dir, aber von den Kollegen, das ist so ein Nebenantrieb? Das ist eine Frontseilwinde an einem älteren Unimog-Fahrzeug, recht massiv. Aber also kein Nebenantrieb? Doch, der geht über Der hängt da dran? Der Nebenantrieb hängt am Getriebe und eine Kardanwelle geht durch den Rahmen bis vor zu der Seilwinde und treibt diese an. So, wenn du mir mal kurz erklärst, was ist das für ein Bauteil, wo ich gerade drauf zeige? Ist das Schaltgetriebe, 8 Gänge in dem Fahrzeug und hinten dran sitzt zum Beispiel dieser Nebenabtrieb, den du vorhin erwähnt hast. Das ist entsprechender Anschluss, das heißt, da kämen Sachen dran, der ist auch vorne dran? Sowas gibt es für hinten und vorne. Der hier ist der Abgang für hinten, zum Beispiel in dem Fall für einen Generator, eine Feuerwehrpumpe oder was auch immer. Alles ist ganz massiv. So, und innen auch das Führerhaus haben wir gezeigt. Das ist jetzt eine Kabine für 2, 3 Personen? 2 bis 3 Personen. 2 bis 3 Personen. So, die ist natürlich auch zu. Aber der Stefan hat natürlich einen Schlüssel, den wir organisieren werden. Wir werden aber jetzt mal eins mal zeigen, denn ich sag mal, das Ganze ist recht massiv gebaut. Wir haben hier Federn für die Ewigkeit. Wie ist die Haltbarkeit von den Fahrzeugen und entsprechend Serviceintervalle? Wie oft müssen die in Service? Also die Haltbarkeit, ich kann nur sagen, es gibt Unimog-Fahrzeuge seit 75 Jahren und auch Fahrzeuge, die 75 Jahre alt sind. Ja. Und das spricht für die Haltbarkeit. Service je nach Betriebsstunden und Einsatzdauer. So, und das ist was? Das ist eine kleine Hydraulikpumpe, damit kann man das Fahrerhaus kippen. Für Wartungsarbeiten kann man das Fahrerhaus nach vorne hoch pumpen. Okay. Und dann zum Beispiel einfache Reparaturen oder Service am Motor durchführen. So, das heißt, du kannst auch Leute rausziehen, du kannst zum Beispiel einen Hänger rausziehen, wenn der mal irgendwo im Dreck stecken geblieben ist. Deswegen ist hier ein Druckluftanschluss oder wozu ist der? Der Druckluftanschluss ist genau für solche Rangierarbeiten oder zum Beispiel für Abstellarbeiten. Da kann ich von vorne Druckluft in das Fahrzeug bringen. Ja, es gibt die Fahrzeuge sogar für die Deutsche Bahn AG, habe ich gesehen, mit entsprechenden Adaptern. Da kann es hochgefahren werden, auf Schienen fahren. Ja, das ist richtig. Das nennt sich dann Zwei-Wege-Fahrzeug. Es kann auf der Straße fahren und auf den Schienen. Und auch hier wieder mal die Portalachse. Ja, wir sind tatsächlich bei der Firma Helget. Der Andreas ist hier, der Chef des Unternehmens. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das zu machen mit Unimog? Oder ist das schon ewig her? Hat der Papa schon gemacht? Nein, das macht der Jürgen und der Andreas Helget, also meine Person und der Bruder. Und wir sind da vor 20 Jahren auf die Idee gekommen, die Unimog-Fahrzeuge für Expeditionseinsatz sozusagen zu veredeln. Und das ist bis heute so geblieben. Jetzt ist das ja nicht so ganz einfach, an einen Vertrag von Mercedes-Benz zu kommen. Da gibt es ja viele alteingesessene Firmen. Man muss schon ein bisschen was können. Was habt ihr für eine Expertise? Ich denke, wir sind mit unserem Engineering, also sprich mit eigenen Entwicklungen und eigenen Ingenieuren und Entwicklungsabteilungen da ganz gut aufgestellt. So, ihr habt selbst Ingenieure? Ja, plant das? richtig. Ja, wir machen diese Arbeiten. Ja. Das ist natürlich so, alles was ihr anbaut, muss wahrscheinlich auch abgenommen werden? Abgenommen werden und das in Absprache mit dem Hersteller, mit Daimler. Und da haben wir uns einen ganz guten Namen gemacht die letzten Jahre. Ja, Helget, hier haben wir ein ganz besonderes Fahrzeug. Es gab nicht viele davon, aber das ist irgendeine Edition 75 Jahre Unimog. Und so kamen die früher, die ersten, ne? Die ersten kamen mit so einer Holzpritsche. Das war vor 75 Jahren eben das Universalfahrzeug für die Landwirtschaft. Mittlerweile nicht nur für die Landwirtschaft, eben für viele Bereiche, Feuerwehr, Rettungsdienst oder eben auch Expeditionsfahrzeuge. So, und das Fahrzeug kann man übrigens auch erwerben, 200.000 €. Haben wir ein extra Video gedreht von Helget. So, und jetzt gleich im Anschluss werden wir das hier zeigen. Ihr arbeitet
arbeitet zusammen unter anderem mit vielen Aufbauherstellern, Ja. der Firma Krug zum Beispiel. Zum Beispiel auch die Firma Krug, aber auch verschiedene andere. Hier haben wir einen sehr leichten Kofferaufbau für 2 bis 3 Personen mit allen Ausstattungen, Küche, Bad, Dusche und so weiter. Und das kann ich jetzt Ihnen mal von innen zeigen. Ja, bis gleich. Also bleibt dran. Die Firma Helget gibt's wo? Ganz genau, ihr seid nochmal in Kronach. Wir kommen ursprünglich aus der Nähe von Kronach und die Werkhallen sitzen momentan in Thüringen. Das ist genau auf der Grenze zwischen Thüringen und Bayern. Andreas, wir machen einen ganz kurzen Cut und zeigen das gleich mal. Vielen Dank, Andreas Helget. Und tatsächlich, der ist ein netter, der Andreas. Ja, sehr sympathisch. Der denkt nämlich normalerweise so Leute Mercedes-Benz, das ist so Anzug und Co. Weißt du, die rennen dann da so rum und so S-Klasse und C-Klasse und keine Ahnung, darf ich Ihnen einen Leasingvertrag anbieten und so weiter. Aber ist was ganz anderes bei euch, oder? Das heißt, die Branche, die geht ganz normal? Die Branche hier, gerade auf der Abenteuer in Allrad, ist wirklich auf dem Boden geblieben. Es geht ja darum, dem Kunden irgendwas als fahrbaren Untersatz zu bringen, dass er mit um die Welt fahren kann. Das ist natürlich Mercedes-Benz, steht bei vielen ganz oben, oder? Ja, man muss ganz ehrlich zugeben, der Service rund um die Welt für gerade solche Expeditionsfahrzeuge ist einfach hier am besten. Wenn ihr denn NOx-Sensoren liefern könntet, immer in ausreichender Stückzahl, aber die kommen ja jetzt, habe ich gehört. Im Nutzfahrzeug ist das kein Problem. Kein Problem, danke, ciao.